Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Rollouts unserer 3 Fahrzeuge. Ich möchte Sie auch heute Abend durch das Programm führen. Falls Sie Fragen haben, können Sie diese jederzeit im Chat stellen und wir werden sie heute Abend wieder zeitnah beantworten. Letzte Woche haben Sie ja nun unser Verbrennerauto kennengelernt. Diese Woche können Sie erfahren, wie unser fahrerloses Auto aufgebaut ist. Außerdem, wie unser Alltag im Verein abläuft, auch während Corona. I'm so in love with you. You got me down again. Als nächstes freuen wir uns, Ihnen das Driverless-Auto vorstellen zu können. Dafür übergebe ich an Alexander Bärwald, der Ihnen auch erst die technischen Neuerungen am fahrerlosen Auto erzählen wird. Eine große neue Baugruppe in dieser Saison war das EBS, das sogenannte Emergency Brake System. Es dient dazu, das Auto im Fall eines Systemfehlers oder Sensorausfalls zum Stillstand zu bringen. Hierfür wurde das Konzept komplett neu überarbeitet und so haben wir uns für ein pneumatisches Bremssystem entschieden, welches besonders leicht und zuverlässig steuerbar ist. Dazu werden 2 identische und zueinander redundante Bremswege von einer selbst entwickelten Platine aktiv angesteuert. Sobald ein Fehler auftritt oder ein Sensor oder sogar der Strom ausfällt, schalten unsere Ventile sofort in den Emergency-Zustand und lösen das Bremssystem aus, wodurch das Auto zum Stillstand gebracht wird. Eine weitere Baugruppe, auf der in dieser Saison unser Augenmerk liegt, ist ein neues Lenksystem. Hierbei wollen wir den Aktor unseres Lenksystems von einer Stepper-Motorlösung auf die eines Brushless DC-Motors wechseln. Diese hat den Vorteil, dass man mit guter Gewichtsersparnis und kleinem Bauraum eine möglichst schnelle Lenkung erzielen kann. Dazu wurde eine sehr leistungsstarke Motortreiberplatine entwickelt, welche hohe Ströme schalten kann, um den Motor mit ausreichend Peakströmen für schnelle Lenkmanöver zu versorgen. Diesbezüglich haben wir auch die Mechanik und ihre Anbindung neu ausgelegt. Anhand von Logdaten alter Rennwegen konnten wir die Lenkkräfte berechnen, welche für eine abrupte Lenkung und einen kompletten Ausschlag nötig sind. So konnten wir den entsprechenden BLDC und dessen Getriebe auslegen. Da dieses Getriebe von Hand am Lenkrad mitgedreht werden muss, wurden die manuellen Lenkkräfte ebenso kalkuliert, sodass ein händisches, also nicht autonomes Fahren ebenso möglich ist. Natürlich haben wir auch die Software an unserem Auto an zahlreichen Stellen verbessert und ausgebaut. Dabei kam uns die Erfahrung, die wir in den letzten Jahren und insbesondere bei den Eventteilnahmen 2019 sammeln konnten, sehr zugute. Wir verwenden eine Weitwinkelkamera und ein LiDAR, um die Umgebung des Autos und die Rennstrecke zu erfassen. Außerdem kommt in dieser Saison
ein Inertialnavigationssystem zum Einsatz, um Geschwindigkeit, Position und Ausrichtung des Autos leicht ermitteln zu können. Unsere visuelle Hütchenerkennung und Lokalisierung über Kamerabilder wurde diese Saison von Grund auf neu implementiert. Die Bilder unserer einzelnen Weitwinkelkamera werden zunächst an einen State-of-the-Art Objekterkennungsalgorithmus weitergegeben, der in Echtzeit mit Hilfe eines tiefen neuronalen Netzes die Position und Art der sichtbaren Hütchen in der 2D-Kamerabildebene berechnet. Die Position dieser werden dann mit Hilfe des Lokalisierungsalgorithmus aus der 2D-Kameraebene in die entsprechenden Koordinaten auf unsere Karte transformiert. Hierdurch basiert unsere gesamte Bildverarbeitungspipeline nur auf einer einzelnen Kamera als Sensor. Unser LiDAR-Sensor besitzt 40 Scan-Ebenen und liefert 720.000 Punkte pro Sekunde. Dadurch hat das Auto immer eine auf 2 cm genaue Karte aller Hindernisse in der Umgebung. Um die Hütchen herauszufiltern, werden alle waagrechten Ebenen entfernt. Die verbleibenden Punkte werden in zusammenhängende Cluster eingeteilt. Jedes Cluster wird anschließend darauf geprüft, ob es ein kleines oder großes Hütchen oder gar ein anderes Hindernis ist. Aus den einzelnen Hütchenpositionen, die unsere LiDAR- und Kameraalgorithmen liefern, wird jetzt eine Karte der Rennstrecke erstellt. Hierfür verwenden wir einen an unsere Anwendung angepassten FastSLAM-Algorithmus. Neben der Fusion von Kamera- und LiDAR-Daten, welche eine Karte generieren, ermittelt dieser Algorithmus gleichzeitig die Position und Ausrichtung des Autos in der erstellten Karte. So kann mit diesen Daten nun ein Pfad geplant werden, den das Auto entlangfahren soll. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Enthüllung des Driverless Autos. Mit der Enthüllung unseres DV-Rennwagens sind wir auch heute wieder am Ende angekommen. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und nächste Woche können Sie auch wieder zu unserem Rollout gerne vorbeischauen. Wir möchten den heutigen Abend auch noch einmal nutzen, um uns bei unseren Sponsoren zu bedanken. Ohne sie hätten wir die 3 Autos nicht meistern können. Vielen Dank für Ihre Unterstützung im letzten Jahr. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bis nächste Woche.